Europa hat gerade die verheerendste Katastrophe seit den Pestwellen des Mittelalters überstanden. Der Dreißigjährige Krieg hat unter dem moralischen Deckmäntelchen eines Religionskrieges in unvergleichlicher Brutalität weite Teile Mitteleuropas entvölkert und die Überlebenden zutiefst traumatisiert zurückgelassen, als sich eine kleine, bis dahin eher wenig bedeutsame Küstennation von absolutistischer Fremdherrschaft befreit und als bürgerlich-republikanische Gesellschaft emanzipiert. Die Niederlande betreten die Weltbühne und sie tun dies mit einem kulturellen Paukenschlag. Während sich das übrige Europa an der Prunksucht barocker Herrschaft ergötzt, befreit sich die niederländische Malerei von ihren Fesseln. Die junge Republik, getragen von einer konfessionell toleranten, bürgerlich-calvinistischen Gesellschaft, entwickelt sich zu einer weltweit führenden Handels-, Wirtschafts- und Seemacht und leitet so das Gouden Eeuw, das goldene Zeitalter ein, in dem sich in der Malerei der moralische Kompass eines aufstrebenden Bürgertums mit unvergleichlichem Witz und sezierender analytischer Schärfe manifestiert. Einer der wesentlichen Protagonisten dieser Entwicklung ist der Maler Jan Steen, dessen Bilder noch heute in den Niederlanden sprichwörtlich sind. In Huishouden van Jan Steen, also ein Haushalt nach Jan Steen, steht sinnhaft für einen Zustand chaotischer Unordnung und ausgelassener Sittenlosigkeit. Das ist doch einen genaueren Blick wert, oder? Jan Harwig Joan Steen wird um das Jahr 1626 in Leiden als Sohn eines wohlhabenden katholischen Brauers und Getreidehändlers geboren. Wahrscheinlich studiert er an der Universität seiner Heimat, ehe er eine malerische Ausbildung bei Nicolaas Knüpfer in Utrecht absolviert. Er schließt sich in Den Haag dem Atelier des Landschaftsmalers Jan van Goyens an, heiratet 1649 dessen Tochter Margriet. Trotz dieser klar künstlerischen Ausbildung bleibt Steens Leben geprägt von einer bemerkenswerten ökonomischen Widersprüchlichkeit. Zeitlebens agiert er im Spannungsfeld zwischen künstlerischer Produktion und gewerblicher Tätigkeit, indem er auch als Brauer in Delft und später als Gastwirt in Leiden arbeitet. Diese unmittelbare Nähe zum soziokulturellen Mikrokosmos des Wirtshauses und der häuslichen Sphäre liefert ihm reiches Material für seine komplexen Kompositionen. Entgegen der romantisierten Vorstellung eines liederlichen Lebenswandels zeugt sein enormes Werk von disziplinierter intellektueller Arbeit und einer tiefen Kenntnis der zeitgenössischen Theaterkultur, deren Gestik und Typisierung er direkt in seine Figurenkonzeptionen integriert. Jan Steen stirbt im Februar 1679 in seiner Geburtsstadt Leiden. Steens Lebenszeit ist geprägt durch den rasanten kulturellen und wirtschaftlichen Aufstieg der jungen Niederländischen Republik, deren Unabhängigkeit im Westfälischen Frieden von 1648 anerkannt wurde. Das als Provisorium gedachte Konstrukt einer von ihren Bürgern geführten Republik wird nach der erfolglosen Suche nach einem Monarchen zur regulären Staatsform. Die politische Macht verbleibt bei den Regenten, einer Elite aus wohlhabenden Kaufleuten und Bürgern, die politische Entscheidungen konsequent nach wirtschaftlichen und handelsorientierten Interessen ausrichtet. Hinzu kommt eine für die Zeit bemerkenswerte religiöse und gesellschaftliche Toleranz, die zahlreiche internationale Händler, aber eben auch Intellektuelle, Forscher und eben auch Künstler ins Land bringt. In Ermangelung eines dominanten höfischen oder klerikalen Mäzenatentums entwickelt sich schnell ein florierender, freier Kunstmarkt, der auf die spezifischen Bedürfnisse dieses wohlhabenden Bürgertums ausgerichtet ist. Dies führt zu einer beispiellosen Spezialisierung und Ausdifferenzierung weltlicher Bildgattungen. Sujets wie das Interieur, das Stillleben, die Landschaft oder das Sittenbild entstehen, die sich durch eine mimetisch hochpräzise Wirklichkeitsauffassung bei gleichzeitiger moralisch-didaktischer oder emblematischer Kodierung, also einer tieferen Bedeutung und Botschaft der Bildgegenstände, auszeichnen. Besonders repräsentative Beispiele hierfür sind die im calvinistischen Raum stark verbreiteten Vanitas-Stillleben, die in ihren Elementen an die Vergeblichkeit menschlicher Eitelkeiten, seien sie monetär oder intellektuell, erinnern. Schließlich, so die mahnende Botschaft, sind alle Menschen vergänglich. Memento mori. Bedenke deine eigene Sterblichkeit. Auch die Landschaftsmalerei als autonome Bildgattung erfährt insbesondere in den Niederlanden eine Aufwertung, emanzipiert sich als Genre vom klassischen Historienbild, in dem der Ausblick in die zumeist idealisiert dargestellte, arkadische Welt lediglich als Hintergrund für biblische oder mythologische Motive und Themen dient.
Die Künstler und auch ihre stolzen Kunden legen nun in den weiten Darstellungen der flachen heimischen Landschaften, den maritimen Szenen der eigenen stolzen Handelsflotte oder den atmosphärischen, idyllischen Winterstücken inzwischen großen Wert auf eine präzise, naturgetreue Wiedergabe der realen heimischen Topographie. Zugleich fungieren diese weltlichen Landschaftsbilder auch als visuelle Metapher, die religiöse Demut, Stolz auf das mühsam dem Meer abgerungene Land und ein tiefes Bewusstsein für die eigene Vergänglichkeit in den profanen Bildraum transportieren. Das Sittenbild erweitert schließlich den Kanon der Genres und Sujets der Malerei, indem es, ein Novum in der künstlerischen Themensetzung, alltägliche Szenen aus dem Leben unterschiedlicher sozialer Stände darstellt. Die Motive reichen von bürgerlichen Interieurs über die Darstellung häuslicher Tätigkeiten oder intimer, privater Situationen bis hin zu sozialen Anlässen wie ausgelassenen Wirtshausszenen oder bäuerlichen Festen. Das Sittenbild illustriert dabei gerne eine tief verankerte, moralisierende Weltsicht, oftmals überspitzt und satirisch und mit der Hilfe scheinbar profaner Bildobjekte als symbolhafter Bedeutungsträger oder Allegorien dargestellt. Der Betrachter soll animiert werden, über Tugend, Laster und die Vergänglichkeit des menschlichen Handelns und Seins nachzudenken. Hinter der vordergründigen Fassade des Amüsements und der Inszenierung des Alltäglichen verbirgt sich also eine tiefere gestalterische und intellektuelle, eine moralische Intention. Der bekannteste Vertreter des Sittenbildes ist sicherlich der in Delft arbeitende Johannes Vermeer, in dessen Werken das Figureninventar indes in der Regel recht überschaubar ist. Mehr als 4 Figuren finden sich in keinem seiner Bilder. Vermeer meidet in seinen Szenen das Laute, das Dynamische und Bewegungsorientierte, konzentriert sich stattdessen auf den psychologischen Moment im geschlossenen Raum, häufig in Szene gesetzt durch das subtile Spiel des einfallenden Nordlichts und eine beinahe meditative, zeitlose Ruhe. Ganz anders immer wieder Jan Steen, dessen Bilder weinseliger Gruppen oder Gesellschaften in häufig fragwürdigem moralischem Zustand und subtiler Lasterhaftigkeit dem Publikum augenzwinkernd und hintergründig wie ein Spiegel die eigene Zügellosigkeit vor Augen führen. Steen arbeitet in diesem Ansatz also durchaus ähnlich zur moralisierenden Absicht der Vanitas-Stillleben. Wie eingangs gesagt, steht die Redensart des Haushalts nach Jan Steen noch heute für eine häusliche Situation geprägt von Chaos, Unordnung, Zügellosigkeit, zugleich aber auch von ausgelassener Freude und Fröhlichkeit. So auch in Jan Steens um 1661 entstandenem Gemälde Das Dreikönigsfest, der König trinkt, das eine Feierszene des ursprünglich aus katholischer Tradition stammenden Dreikönigstags, auch Epiphanie, zeigt. Am 6. Januar erinnert man sich an die Reise der 3 Könige oder Magi nach Bethlehem, wo diese 12 Tage und Nächte nach dessen Geburt dem neugeborenen Christuskind Geschenke darbringen wollen. In den seit der Unabhängigkeitserklärung von Spanien im Jahr 1581 protestantischen Niederlanden wurde der Dreikönigstag indes eher als weltlich aufgefasstes Fest beibehalten, um so Freunde und Familie zu einer besonderen Feier zusammenzuführen. Der den römischen Saturnalienfeiern und ihrem Rollentausch folgenden Tradition nach wählt sich jede Familie für diesen Anlass einen König. Entweder durch einen Losentscheid oder aber, dies ist die vergnüglichere Variante, durch eine in einem Brotlaib oder Kuchen versteckte Bohne. Der König repräsentiert dabei jedoch nicht, wie es zu vermuten wäre, einen der Heiligen, sondern spielt vielmehr auf den hoffärtigen und ruchlosen König Herodes und dessen grausamen Jerusalemer Kindermord an. Auch die Rollen der anderen Hofleute sind per Los zugewiesen. Koch, Narr, Musikus, Torwächter, Vorkoster und Haushofmeister, der Major Domus. So gekürt ziehen König und Hofstaat nach dem Festschmaus liedersingend durch die Straßen, ehe sich der Zug später in eine Taverne begibt oder ins eigene Haus zurückkehrt, um dort in fröhlicher Runde ausgelassen weiterzufeiern. Jan Steens Gemälde von 1661 ist wahrscheinlich seine erste Auseinandersetzung mit dem Motiv der 12. Nacht. Zu sehen ist der Blick in die Stube einer sicherlich wohlhabenden bürgerlichen Familie. Der große Raum ist gefliest, verfügt über einen reich verzierten Kamin mit verschiedenen Porträts auf dem Sims. Von der Decke hängen Schweinehälften und Schinken. Man ist gut bevorratet. Lebhaft geht es zu in der ausgelassenen Szene in dem geräumigen, etwas unordentlichen Raum, in dem sich zahlreiche Figuren um einen Tisch in der Bildmitte versammeln.
Um diesen herum sitzt und steht, vor sich Waffeln, Käse, Brot und Gebäck sowie diverse Getränke, eine Gruppe von Erwachsenen. Das Mahl scheint bereits erfolgt, etliche Teller und Töpfe sind geleert, Krümel und Reste liegen auf der Tafel verstreut. Auffällig platziert ist in der Mitte des Bildes eine in Rot gekleidete Frau, die mit entblößter Brust ein Neugeborenes stillt. Sicherlich eine Referenz Steens an den ursprünglichen inhaltlichen Anlass des Fests. Rechts am Tisch sitzt, nach dem Mahl ein wenig von diesem abgerückt, der König, der hier statt einer Papierkrone eine Pelzmütze trägt. Die Position dieser beiden Figuren zueinander legt nahe, dass es sich bei ihnen um die Gastgeber handelt. Der König wird von zwei älteren Frauen, eine eindeutig erkennbar als Narr verkleidet, bedrängt und angefeuert, den ersten Schluck zu nehmen. Der Höhepunkt des Festes, im Allgemeinen begleitet vom Ausruf »Der König trinkt«, ist erreicht. Das royale Haupt indes erscheint bereits deutlich gerötet. Über der umgebundenen weißen Serviette tritt dies noch stärker hervor. Ein wenig zusammengesunken und träge sitzt er in seinem an die Sella Curulis der römischen Magistrate erinnernden Thronsessel. Es fällt schwer zu glauben, dass dieses sein erstes Glas sein wird. Nicht zuletzt hat der König seinen Fuß auf einem Blasebalg, dem allegorischen Instrument des Narren. Er produziert also Luft. Seine Worte haben kein Gewicht. Sein Tun und Streben ist eitel, ohne Substanz und Inhalt. Die übrigen Figuren, Männer und Frauen, sind weniger einfach identifizierbar, haben die ihnen ihre Rolle zuweisenden Lose an Kleidung oder Hut angesteckt. Sie sind dabei bemerkenswert in der Unterschiedlichkeit ihres Verhaltens. Während der eine, sichtlich angetrunken und laut johlend 3 Tabakspfeifen, Tabakgenuss ist auch zu dieser Zeit bereits ein Laster, in die Luft reckt, wirkt der links vor ihm sitzende Mann, seine traditionell protestantische Kleidung wirkt im Vergleich zu seinem lärmenden Nachbarn noch gut gerichtet, eher ernüchtert, wendet sich mit kritischem Blick ab und der still die Szene beobachtenden Frau neben ihm zu. Er ist so der einzige Erwachsene, der nicht auf den König blickt. Auch die hinter dem Tisch stehende Frau, vielleicht eine Magd, wirkt ein wenig außerhalb der Szene. Sie trägt Mantel und Haube auf dem Arm und blickt distanziert, beinahe wehmütig in Richtung des Königs, der wahrscheinlich ihr Dienstherr ist. Fraglich, ob sie hier mitfeiert. Bemerkenswert übrigens ihre Ähnlichkeit zur Vermehrsmagd mit Milchkrug. Auf und oberhalb der Treppe im Hintergrund spielen, jubeln oder singen Kinder, vielleicht Sternsinger, schauen aus der offenen Tür und dem Fenster im Obergeschoss des Hauses hinab auf die Szene unterhalb. Im Vordergrund der Hauptszene macht sich ein kleines Mädchen mit gerefftem Rock daran, im traditionellen Spiel über die symbolischen Kerzen der 3 Könige zu springen, während ihr ein älterer Junge, einen Golfschläger in der Hand, zusieht und sie anspornt. Das Spiel hat zum Ziel, über die Kerzen zu springen, ohne diese auszulöschen. Gelingt dies, so ist es ein gutes Omen für das neue Jahr. Das Scheitern wiederum verspricht Unbill. Wie ein Fingerzeig darauf liegen vor dem Mädchen Eierschalen auf dem Boden. Häufiges Vanitas-Symbol für Leben und Tod. Die leere Schale versinnbildlicht die Nichtigkeit weltlicher Genüsse. Das von Steen hier gezeigte Familienfest wirkt bei allem Trubel dennoch relativ beschaulich, beinahe gesittet. Und doch scheint hier so einiges aus den Fugen zu geraten. Und dies liegt nicht nur an der ungewöhnlichen Linearperspektive mit 2 Fluchtpunkten, die in ihrer Asymmetrie und Dynamik subtil die Szene in Anlage und Wirkung kippen lässt. Als neckisches inhaltliches Detail und klaren Fingerzeig auf den Ausbruch aus den sozialen Konventionen leckt am linken Bildrand ein Hund eine unbeaufsichtigt auf dem Boden stehende Pfanne aus. An der im Vordergrund auf einem Zinnteller liegenden Waffel hat er sich wohl zuvor gütlich getan. Der Umstand, dass der Hund in dieser Szene isst wie ein Mensch, ist kein Zufall. Wir erkennen dies an einem besonders spannenden Detail. Steen platziert unmittelbar über dem König am Kamin hängend einen Druck, der eine Eule und einen Affen zeigt. Hier wird subtil eine doppelte Botschaft vermittelt. Die Eule steht, da sie nachts aktiv ist, aber tagsüber kaum sehen kann, symbolhaft für Torheit, Unwissenheit und Blindheit. In der christlichen Bilderwelt symbolisiert sie zudem die Sünde oder den Teufel, der die Menschen in die Irre führt. Der Affe hingegen verkörpert Nachahmung, aber auch Völlerei, Wollust oder soziale Dekadenz, also Laster und menschliche Schwäche. Er ist so Spiegel der menschlichen Natur, die sich von der Vernunft entfernt und in tierische Triebe verfällt. Tier und Mensch
werden sich im Verfall der Moral gleich. Da kann dann also auch der Hund gleichsam dem Menschen speisen. Jan Steen widmet sich dem Motiv insgesamt mindestens weitere 8 Mal. Dabei verschärft er bei durchaus ähnlichem Figureninventar jeweils den Blick auf verschiedene Aspekte der Szene. Ein weiterer exemplarischer Blick lohnt sich also. Ein Jahr nach der ersten Fassung malt Steen das erfolgreiche Motiv gleich 2-mal, allerdings in einer deutlich düstereren Herangehensweise. Hier ist der König offenbar stark derangiert, sein Hemd ist zerknittert, seine Hose offen, sein Strumpf rutscht herunter, während er ein Bein über ein Weinfass gelegt hat. Eine schemenhafte Gestalt im Hintergrund hält ein Tablett mit einem Brot in die Luft. Dieses erweckt jedoch vielmehr den Anschein eines Schädels. Die draußen untergehende Sonne konzentriert den Blick des moralisch urteilenden Betrachters so ganz auf die zerstörerischen Tendenzen der Völlerei. Im selben Jahr ersetzt Steen in einer weiteren Version den Erwachsenen durch einen kleinkindlichen König. Eine Entscheidung, die auch später in zahlreichen der weiteren Fassungen beibehalten wird. In der von einer einzigen Kerze beleuchteten Szene hat sich eine große bürgerliche Familie um einen Tisch versammelt. Der König mit der Papierkrone ist der allerjüngste Spross der Familie. Seine Mutter muss ihm sogar noch beim Trinken helfen. Zugleich lässt der Narr einem den Blick senkenden Mann ein anzügliches, nur wenig zweideutiges Paar Eier und eine Wurst an einer Stange vor der Nase baumeln, unter den amüsiert interessierten Blicken seiner Begleiterin. In einer der letzten vor Steens Tod gemalten Fassungen zeigt er das zuvor nur angedeutete Genital übrigens ganz ungeniert. Zwar harmlos am unschuldigen Königskind, zugleich aber der zwickenden Hand der schelmischen Sitznachbarin schutzlos ausgeliefert. Schlussendlich sei noch der Blick auf eine Fassung von 1664 gestattet, in der Jan Steen eine offenkundig sehr wohlhabende Familie porträtiert. Obwohl diese Feier insgesamt gediegener wirkt als die anderen Darstellungen, sehen wir neben dem bekannten, hier in Samt und Seide gekleiderten Figureninventar rechts im Hintergrund dennoch ein sich leidenschaftlich küssendes, eng umschlungenes Paar in der offenen Tür. Ganz ohne Laster geht es also auch in der Oberschicht nicht. Da gibt der direkte, herausfordernde, auf den Betrachter gerichtete Blick der Hausherrin dann durchaus Rätsel auf.